Hallo zusammen, heute geht es wieder mal um die Wunderknolle Knoblauch. Ich hatte voriges Jahr schon mal einen Film gemacht, den verlinke ich euch hier oben und auch in der Beschreibung nochmal einen Link dazu. Da ging es um eine Knoblauch-Zitronenkur, die so ein richtiger Jungbrunnen ist und Arterienverkalkung vorbeugt. Aber Knoblauch kann noch viel mehr. Der Knoblauch, die Wunderknolle für unsere Gesundheit. Wie ich schon sagte, er putzt unsere Arterien so richtig gut durch. Und der Inhaltsstoff Allicin schützt unsere Zellen, ist auch für die Versorgung der Gehirnzellen verantwortlich. Das heißt, vorbeugend vor Demenz und Alzheimer. Und der Knoblauch kann auch unseren Alterungsprozess ein wenig verlangsamen. Das ist aber auch eine gute Nachricht, oder? Weiterhin stabilisiert er den Blutdruck, verbessert den Blutfluss, wirkt dadurch wieder Blutgerinnseln entgegen. Er ist ein natürliches Antibiotikum, entzündungshemmend, er schützt unser Herz und unsere Leber. Also ein richtiger Alleskönner. Ich möchte euch heute 3 Rezepte vorstellen, wo der Knoblauch mit verarbeitet wird. In allen 3 Varianten ist es so, dass der Wirkstoff des Knoblauches etwas gemildert wird oder etwas verringert wird, weil er wird ja verarbeitet. Roh gegessen ist er allemal besser, aber wer will schon jeden Tag seine Mitmenschen mit einer Knoblauchfahne belasten? Noch ein kleiner Tipp. Wer den Knoblauch in seinem Essen immer mit einfügt und unterbringt, der sollte ihn so ziemlich erst zum Schluss hinzufügen, dass die Wirkstoffe so weit wie möglich erhalten bleiben. Und wer gerne Knoblauch in seinen Gerichten verarbeitet, der sollte versuchen, immer etwas Ingwer mit dazu zu geben. Denn Knoblauch und Ingwer zusammen erhöhen nochmal den Wirkstoff von beiden Komponenten. Wenn ihr Interesse habt, dann bleibt dabei. Denn ich mache heute mit euch ein Knoblauchsalz, eine Knoblauchkräuterbutter und dann legen wir noch Knoblauchzehen in Öl ein. So, nun legen wir mal los. Ich stelle euch mal so ganz grob die Zutaten vor, die wir zu diesen 3 Rezepten brauchen. Wasser, Zitrone, eine Bio-Qualität, Bio-Ingwer, Bio-Kurkuma, etwas Zucker, einen schwarzen Pfeffer, ein Alpensalz. Bitte darauf achten, es muss grob sein und ohne Zusatzstoffe. Ganz normales Sonnenblumenöl, einen Branntweinessig, etwas Blattpetersilie, etwas Schnittlauch. Dann habe ich hier frischen Knoblauch. Hier habe ich noch getrockneten Knoblauch, eine Chilischote, ein Stück Butter und ein paar Gläschen für den eingelegten Knoblauch. Das wäre so grob zur Übersicht der Zutaten für die 3 Rezepte. Dazu brauchen wir 200 Gramm grobes Meersalz. Ich nehme 5 Knoblauchzehen, ungefähr 20 Gramm Ingwer, den ich noch schälen werde, eine Chilischote, wo ich auch die Kerne entferne und ungefähr 15 bis 20 Gramm frischen Bio-Kurkuma. Beim Schälen und Schneiden des Kurkumas verwende ich Handschuhe wegen seiner intensiven Farbe. Alle 4 Komponenten in den Mixer und Stein oder Meersalz dazu. Die fertig zerkleinerte Masse ist nun ziemlich feucht und deshalb muss sie in den Ofen zum Trocknen. Durch einen Holzlöffel bleibt die Tür des Backofens geöffnet und der Wasserdampf kann entweichen. Das ist ein Duft, der verbreitet sich in der ganzen Küche. Am besten die Küchentür schließen, aber ich rieche es gerne.
So, 2 Stunden dauert das jetzt. In der Zwischenzeit können wir uns der Knoblauchbutter widmen. Hierzu schneide ich jetzt erstmal die Kräuter. Die Petersilie habe ich gewaschen und trocken getupft. Und jetzt kommt mein neues Keramikmesser zum Einsatz. Denn Kräuter sollte man prinzipiell mit Keramikmesser schneiden, wenn man hat. Boah, ist das scharf. Oh, wie eine Rasierklinge. Oh. Kann ich euch nur empfehlen. Schnittlauch habe ich auch gewaschen und trocken getupft. Und da kommt jetzt noch dran, in kleine Röllchen. Für das Auge und auch für den Geschmack würde sich vielleicht eine Chilischote noch gut in der Knoblauchbutter machen. Und die gebe ich jetzt noch hinzu. Zwischendurch dürft ihr nicht verpassen, das Salz immer mal zu wenden. Weiter geht es mit dem Vermischen der Knoblauchbutter. Ich forme die Butter gern zu einer Rolle, wickel sie in Pergamentpapier und gebe sie erstmal für 24 Stunden in den Froster. Mein Salz war jetzt 1,5 Stunden im Ofen, jetzt ist es fertig getrocknet und kann weiterverarbeitet werden. Ja, aus dem Backofen heraus ist es etwas klumpig, dieses Salz, und muss nochmal in die Mühle rein. Jetzt ist es gut und es kann umgefüllt werden. Ein Knoblauch, Kurkuma, Ingwer, Chilisalz. Die Kräuterbutter war eine Nacht im Tiefkühler. Ich teile mir sie durch. Eine Hälfte kommt zurück in den Tiefkühler und die andere Hälfte werde ich mir jetzt in meinem Kühlschrank aufbewahren zum alsbaldigen Verbrauch. Dazu kommen beide in eine Klarsichtfolie, damit ich sehe, was ich im Kühlschrank bzw. im Tiefkühler drin habe. Kräuterbutter und Knoblauchsalz ist Geschichte und jetzt kümmern wir uns um den eingelegten Knoblauch. Dazu nehme ich 5 frische Knoblauchknollen, die ich jetzt aber erst schälen muss. Kopf weg. Dann wird die äußere Schale der Knolle erstmal nur heruntergeschält. Dann liegen die einzelnen Zehen frei. Dann nehme ich eine Zehe, breche sie runter, schneide oben noch mal weg und unten die Wurzel auch und schäle sie so heraus. Und das ist unser Endergebnis. So, und hier haben wir das Ergebnis von 5 frischen Knoblauchzehen. Der frische Knoblauch hat gegenüber dem getrockneten Knoblauch den Vorteil, dass er mehr Aroma besitzt und nicht so penetrant schmeckt und riecht wie der getrocknete. Gerade fürs Einlegen der Knoblauchzehen eignet sich der frische Knoblauch besser als der getrocknete. Zum Schneiden der Chilischoten nehme ich wieder mein neues Keramikmesser und schneide ihn in ganz feine Streifen. Für den geschälten Ingwer entscheide ich mich auch für Streifen. Füge ca. einen Teelöffel Salz dazu. Ich mache es gleich aus der Mühle, habe ich lieber. Und koche das Gemisch auf. Das Wasser kocht und wir blanchieren unsere frischen Knoblauchzehen für ungefähr 5 Minuten. Etwas zurückdrehen. Die 5 Minuten sind um
Und ich gebe den Sud über ein Sieb. Und lasse es noch gut abtropfen. In meine gut sterilisierten Gläschen fülle ich jetzt den Knoblauch. Dann kommt noch der Ingwer dazu, die Chilischoten, ein paar Pfefferkörner und ein bisschen Thymian zur Dekoration. Und mit Sonnenblumenöl so weit auffüllen, dass alles bedeckt ist. Die Zehen sollten jetzt 14 Tage im Öl ziehen. Dabei hebt ihr sie am besten im Kühlschrank auf. Danach halten sie sich immer noch 6 Monate, aber auch im Kühlschrank. Ihr könnt die Zehen so nebenbei naschen, die schmecken so sehr gut. Oder in Salaten verarbeiten und das entstandene Knoblauchöl, das könnt ihr wiederum in Salatmarinaden und in Salatdressings verwenden. Voilà, die 3 Zubereitungen sind fertig. Einmal das Knoblauchsalz, es passt gut zu Geflügel und Schweinefleisch, fürs Gemüse, sehr gut ins Rührei und auch bei Bratkartoffeln macht es sich gut. Die Kräuterbutter könnt ihr gut verwenden für Fisch und gegrillten Fleisch. Zu Gemüse passt sie gut, aber auch auf frischem Baguette oder auf einem schönen, deftigen Bauernbrot. Die eingelegten Knoblauchzehen stehen bis zur Verwendung zum Vernaschen und für die Salatbeigabe noch 14 Tage im Kühlschrank. Ich bedanke mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Wünsche euch viel Erfolg beim eventuellen Zubereiten und vor allem beim Genießen. Tschüss, eure Oma Betty. Wenn euch der Film gefallen hat, Daumen, Glocke und Abo, wenn ihr noch nicht habt.